Hallo, 4 Wochen sind vorbei und ich melde mich mit einem neuen Video, wie geplant. Ich bin jetzt in der 16. Schwangerschaftswoche. Der Bauch ist schon ein bisschen größer geworden, kann ich euch zeigen. So sieht er jetzt aus. Seit ungefähr einer Woche spüre ich das Baby auch schon ab und zu, wie es sich bewegt. Also ist tatsächlich ein Baby drin, obwohl ich keinen Ultraschall habe machen lassen. Und auch noch keine andere Untersuchung, wächst da trotzdem ein Baby drin. Unglaublich, oder? Ja. Und bis jetzt verläuft die Schwangerschaft doch ganz normal. Also sehe ich keinen Grund jetzt, warum ich professionelle Hilfe bräuchte. Oder warum das Baby professionelle Hilfe bräuchte. Es wächst auf jeden Fall. Ja. Und damit fühle ich mich auch sehr gut aber ich dachte, ich erzähle euch mal, wie das bei mir sich alles so entwickelt hat. Von der herkömmlichen Vorsorge zu meiner Eigenvorsorge. Als ich mit unserer Großen vor ungefähr 10 Jahren schwanger wurde und ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, habe ich schon gewusst, dass alle anderen zum Frauenarzt gehen. Aber irgendwie hatte ich nicht so, ich hatte nicht so richtig Lust darauf, vor allem so früh zu gehen. Und ich war aber in einem Forum zu der Zeit und alle anderen, die gerade schwanger geworden sind mit mir, die sind natürlich alle zum Frauenarzt gegangen und fanden das total wichtig und meinten, ich soll doch auch gehen, ich soll doch unbedingt gehen und überhaupt. Und naja, dann bin ich dann gegangen. Also ich bin das erste Mal gegangen in der 8. Woche. Das ist ja schon, habe ich ja schon ganz schön lange ausgehalten ohne. Naja, aber eine Schwangerschaft kann man ja hierzulande bzw. in Deutschland nicht, das geht ja gar nicht ohne dieses wichtige Dokument. Das geht ja überhaupt nicht. Ohne das wächst kein Baby und wird nicht geboren. Jedenfalls bekommt man den Eindruck. Deswegen bin ich hin und dachte mir, ich gehe hin, kriege meinen Mutterpass und dann sehe ich mal weiter. Ich war bis dahin bei keiner Frauenärztin gewesen, jedenfalls nicht dort, wo ich gewohnt habe. Also habe ich mir so in meiner Naivität gedacht, ach, ich gehe einfach zu der, die am nächsten dran ist. Und die lag ganz günstig, da konnte ich durch den Park fahren mit dem Fahrrad und habe einfach da einen Termin gemacht. Und dachte mir, okay, dann bin ich dahin. Und per Ultraschall wurde dann natürlich gleich gesehen, dass das Herz schlägt und so weiter. Und ich dachte, ich kriege gleich meinen Mutterpass. War aber nicht so. Musste erstmal Blut abgenommen werden und dann die Ergebnisse da reingeklebt. Also musste ich nochmal kommen. Und ich weiß gar nicht, ein 3. Mal bin ich auch noch hingegangen. Aber diese Besucher, die waren, ich habe mich nur aufgeregt, wenn ich von da wieder gekommen bin. Die war so bevormundend, die Frau. Die hat echt gedacht, die muss für alles die Verantwortung übernehmen und sich mit allem absichern, wegen jeder Kleinigkeit, weil in meiner Familie Schilddrüsenerkrankungen sind oder Schilddrüsenvergrößerung, sollte ich unbedingt zu einem Internisten gehen und das mit der Schilddrüse abklären lassen und ich sollte unbedingt zu einem Orthopäden gehen, weil ich mit meinen Hüften so ein bisschen Probleme habe und ich sollte unbedingt alles Mögliche machen und das habe ich überhaupt nicht eingesehen, weil mir ging es gut und mit der Schwangerschaft hatte das sowieso nichts zu tun jetzt, direkt. Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, beim letzten Besuch, ich werde die weitere Vorsorge bei einer Hebamme machen. Und da hat sie gesagt, das kann ich aber nicht verantworten. Und ich habe gesagt, das müssen Sie auch nicht. Und tschüss, da war ich endlich raus da. Ich hatte zwar noch keine Hebamme, aber ich wusste, dort halte ich es nicht mehr aus. Da kann ich nicht hingehen zu der Frau. Ja, dann habe ich eine Hebamme empfohlen gekriegt und bin ab da zu der Hebamme gegangen. Und die hat mit einem Frauenarzt zusammengearbeitet, der dann den Ultraschall gemacht hat. Ja, damals war ich noch ganz begeistert vom Ultraschall. Ich war ja gerade noch am Ende meines Medizinstudiums und Ultraschall war was Faszinierendes. Und was man damit alles sehen konnte, das war unglaublich. Und natürlich wollte ich auch gerne mein Baby sehen und ich wollte auch wissen, was es ist. Und ich hab ja da auch im Kreißsaal gearbeitet in der Zeit. Und dann habe ich auch mal selber Ultraschall gemacht und das Baby angeguckt und mir gar keine Gedanken groß gemacht jetzt, ob das vielleicht auch nicht so eine gute Idee sein könnte mit dem Ultraschall. Bis dann eines Tages der Frauenarzt feststellte, dass die Nierenbecken beim Baby gestaut waren. Und dann hat er mich zum Feinultraschall überwiesen und dann war ich beim Feinultraschall in der Uniklinik, da wo ich auch gearbeitet habe zu der Zeit. Und dann meinte der den Ultraschall machte so, naja,
das könnte ein Softmarker für Trisomie 21 sein. Und man könnte ja eine Fruchtwasserpunktion machen und sich überlegen, dann gegebenenfalls aus der Schwangerschaft auszusteigen. Aussteigen aus der Schwangerschaft, das war jetzt nur das Letzte, was ich wollte. Und Fruchtwasserpunktion ist ja auch nicht ohne Risiko. Da ja auch, je nachdem, wer es macht und wie gut das kann, 1% der Babys, die dabei dann verloren gehen. Ob die nur eine Chromosomenfehlbildung haben oder nicht, völlig egal. Nee, also das kam für mich nicht in Frage. Aber ich musste dann regelmäßig zur Kontrolle, um zu gucken, dass sich der Nierenstau zurückbildet, was er auch tat. Und dann wurde irgendwann mal gesehen, dass der Bauch zu klein war. Und dann musste ich wieder zur Kontrolle. Also die restliche Schwangerschaft ab diesem Nierenstau war unter Vorbehalt. Ich dachte immer, wird das Kind gesund sein oder behindert? Ich konnte mich nicht richtig drauf einlassen oder richtig freuen mehr. Das war so immer, hat so gedacht. Und ich habe gegoogelt und wie das ist mit den Softmarkern und überhaupt. Und ich habe mir einen Haufen unnütze Gedanken gemacht und am Schluss war das Kind trotzdem völlig gesund. War total verschwendete Sorge und Energie und ja. Als ich dann, als das Baby dann geboren war, sind wir umgezogen nach Schweden. Und als ich wieder schwanger war, war ich in Schweden. In Schweden läuft die Vorsorge ganz anders. Da machen das eigentlich nur die Hebammen. Aber die Hebammen werden auch ziemlich schulmedizinisch ausgebildet. Also die denken auch so ziemlich in so einem kleinen Horizont, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es auch nicht so viel Individualität. Da kann man auch nicht sagen, also ich will das so und ich will das so, sondern die haben ihr Schema F, die messen da den Fundusstand und die haben ihre, was sie machen. Und ja, da habe ich mir auch nicht so wohl gefühlt mit dem Gedanken. Und vor allem habe ich gedacht, die machen ja da nur ganz wenig Ultraschall. Also das ist nicht so wie in Deutschland, dass jedes Mal geschallt wird, sondern da gibt es irgendwie 3 Ultraschalls und das war's. Und ansonsten messen die auch nur so und so dachte ich mir, das kann ich auch selber machen. Also mein Pipi messen, also Stick reinhalten und gucken, ob ich Eiweiß und was auch immer da drin habe. Blutdruck messen, das kann ich alles selber machen, wenn ich das will. Da muss ich da nicht hingehen. Und da hinzugehen hatte ich sowieso irgendwie keine Lust. Also habe ich das so rausgeschoben. Erst dachte ich, naja, bis zur 16. Woche brauchst du da nicht hinzugehen. Und in der 16. Woche habe ich gedacht, ach, bis zur 28. Woche und in der 28. Woche dann habe ich gesagt, ach, was soll's eigentlich, wieso soll ich da überhaupt hingehen? Ja, und ab dem Zeitpunkt habe ich mich wie befreit gefühlt und gedacht, boah, ich muss da nicht hingehen. Ich muss da gar nicht hingehen. Ich kann einfach so schwanger sein. Und keiner muss mir reinreden, ich muss mir von keinem reinreden lassen oder mir irgendwie was sagen lassen, mich verunsichern lassen. Das Ganze, was in der ersten Schwangerschaft war, diese Verunsicherung, das muss ich mir alles gar nicht antun. Ist völlig, muss ich nicht. Mir geht's ja gut. Ja, und so habe ich dann die Schwangerschaft genossen und meine erste Alleingeburt gehabt, die auch völlig unkompliziert war. Ja, in der Schwangerschaft, also in meiner ersten ohne offizielle Vorsorge, habe ich immer mal noch so gedacht, ja, die anderen Frauen, die gehen jetzt alle zu der Untersuchung und zu der. Ist schon irgendwie komisch, so ganz ohne. Und bei den weiteren Schwangerschaften, dann habe ich schon gar nicht mehr so gedacht, sondern habe ich gedacht, boah, die anderen müssen zu der und zu der Untersuchung rennen und was für ein Stress. Und dann werden die verunsichert und wer weiß, was dann wieder im Ultraschall gesehen wird und dann ist das Kind zu groß oder keine Ahnung. Oh, und das bleibt mir alles erspart. Oh, wunderbar. Echt herrlich. Und die Untersuchung, die ich halt machen wollte, habe ich halt selber gemacht. Und ich dachte, naja, mal Blutdruck messen, gucken, ob der in Ordnung ist. Aber mir ging es ja gut, also ich hatte noch nicht mal Anhalt, dass ich irgendwas jetzt unbedingt messen muss. Ich habe halt mein Gewicht, habe ich so geguckt, wie viel ich zunehme und habe meinen Fundusstand gemessen, um zu sehen, wie das Baby wächst und habe dann zum Ende hin gefühlt, wie das Baby liegt, damit ich weiß, wie es halt liegt, um dann geboren zu werden, dass es gut liegt. Und sonst, ja, also ich wurde gefragt, ob ich nicht Angst hatte oder so. Also die meiste Angst hatte ich in der ersten Schwangerschaft, wo ich ständig daran erinnert wurde, was alles schief gehen könnte und was sein könnte und was man alles ausschließen könnte durch verschiedene Tests und so weiter und was passieren könnte durch diesen Nierenstau und was man da so gesehen hat. Da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht und ich habe die Schwangerschaft nicht genießen können dadurch. Aber in den anderen Schwangerschaften, also es gab schon mal so Phasen, wo ich auch so Gedankenblitze hatte, oh, was, wenn das Baby bei der Geburt stirbt? Was, wenn das Baby im Bauch stirbt? Was, wenn es eine Fehlbildung hat? Aber ich wurde nicht ständig gefüttert mit diesem, du musst
vor dem und dem und dem, das könnte alles passieren und so weiter. Sondern wenn, dann kamen die Gedanken mir selber und dann waren die auch irgendwann mal wieder gut. Also das hat dann auch wieder aufgehört und ich konnte dann weiter genießen, sozusagen. Es wurde nicht ständig mich von außen daran erinnert, was alles schief gehen könnte, sondern das war dann, kam dann von Mignon. Oder wenn ich irgendwas gelesen habe, irgendwelche Geschichten, wo was passiert ist, dann hat es natürlich auch die Fantasie angeregt und die Ängste getriggert. Aber dieses Aushalten von Ängsten, das habe ich auch in der Zeit gelernt. Das ist total wichtig. Man kann natürlich schnell hinrennen, Ultraschall machen lassen und so erleichtert sein, dass alles in Ordnung ist. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das sagt einem ja nicht, wie es morgen ist oder wie es übermorgen ist, sondern nur, wie es in dem Moment ist. Und am nächsten Tag kann man wieder Angst kriegen und denken, und wenn jetzt das Herz stehen geblieben ist. Aber indem ich selber gelernt habe, das auszuhalten und hinzuspüren, ja, mein Baby bewegt sich, es lebt, es ist alles in Ordnung. Brauchte ich dieses, also selbst wenn Ängste gekommen sind, nicht sofort dieses, jemand muss mir sagen, dass alles in Ordnung ist, sondern es war okay auch mal Angst zu haben und ja, das gehört dazu. Und die Ängste gehen auch wieder. Und was ich da auch festgestellt habe mit dem Ultraschall und was ich auch bei so vielen Verwandten und Freunden, Bekannten, bei allen möglichen Frauen inzwischen mitgekriegt habe, ist, dass der Ultraschall, der verunsichert nur. Aber er kann nie ein 100%iges Ergebnis, eine 100%ige Aussage liefern. Man hat Wahrscheinlichkeiten, Statistiken, man kann sagen, naja, es könnte so sein, aber selbst die größten Experten, habe ich schon miterlebt, haben sich total geirrt. Die haben gemeint, ja, das Baby, das hat zwar eine Fehlbildung, aber das kann überleben. Was war? Die Frau hat einen Kaiserschnitt gekriegt, einen T-Schnitt und das Baby hat aber trotzdem nicht überlebt. Toll, und jetzt, wenn die Frau weitere Kinder kriegt, werden sie nur mit Kaiserschnitt entbinden lassen. Wenn der Ultraschall nicht gewesen wäre, sie hätte ein Kind gekriegt, was nicht überlebt hätte, hätte es ganz normal gekriegt und hätte überhaupt keine bleibende Narbe gehabt. So, und genau das mit den gestauten Nieren, das war völlig irrelevant. Und selbst wenn man irgendwas feststellt, der Ultraschall kann nur beobachten, der kann nichts ändern. Man kann von außen nichts ändern, dass das Kind wächst, wie es wächst, kann man nur beobachten. Der Ultraschall ändert überhaupt nichts daran, wie das verläuft. Genau, und ich wurde gefragt, wie ich denn weiß, wo die Plazenta sitzt und so weiter. Also in den letzten Schwangerschaften, die ich ohne Ultraschall und so weiter hatte, habe ich die Plazenta gefühlt. Also man merkt dann, dass da die Tritte nicht so deutlich zu spüren sind vom Kind. Und man kann es auch hören mit dem Stethoskop, das rauscht so. Und auch beim Tasten fühlt sich das so ein bisschen teigig an. Also bisher habe ich es immer auch ohne Ultraschall gewusst. Und wenn ich jetzt keine Blutung in der Schwangerschaft habe, was jetzt für eine Plazenta Previa sprechen würde, dann hätte ich jetzt auch keinen Verdacht auf eine Plazenta Previa. Kann natürlich trotzdem mal sein, kann vieles sein. Ich habe auch eine Freundin, die hatte eine Plazenta Previa, hat einen Ultraschall machen lassen, um das auszuschließen, es wurde aber nicht gesehen. Also es gibt nie 100%, egal welche Untersuchungen man macht oder nicht macht. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und deswegen darf man auch einfach das machen, mit dem man sich wohlfühlt, selbstverantwortlich, Verantwortung für das Baby und sich selber übernehmen und dann mit dem Wissen, was man hat und sich aneignen kann, die Entscheidung treffen, die für einen passen und womit man Frieden hat. Weil es hat ja keinen Sinn, wenn die körperlichen Funktionen alle super überwacht sind, aber man selber sich so fertig macht und so einen Stress hat und so eine Angst hat die ganze Zeit, nur wegen dieser Untersuchung. Dann geht es einem ja trotzdem nicht gut damit. Dann ist vielleicht körperlich messbar alles in Ordnung, aber so richtig gut geht es einem dabei nicht. Und dann geht es auch dem Kind nicht gut, würde ich mal einfach behaupten, weil Mutter und Kind ja ganz eng miteinander verbunden sind. Ja, das wollte ich euch heute erzählen. Und in 4 Wochen dann das nächste Video. Bis dahin. Tschüss.